Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio-Video-Magazin, einem neuen Video unsererseits. Wir sehen Fata Morgana. Doch, ist jetzt wahr, wir sind in einem Freizeitpark. Voll überraschend. Aber wir sind in Efteling und wir haben Aschermittwoch. Check mal aus, das riesige Hotel, Grand Hotel ist fertig. Das haben wir so fertig noch nicht gesehen. Haben wir aber in den News schon öfter gezeigt. Richtig stark, vor allem die Dachterrasse mit der Rundung hier oben. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Und ja, wir sind spontan hier hingefahren und haben gedacht, wir fahren mal ein paar richtig coole Attraktionen. Also eigentlich haben wir an Karneval über Danse Macabre gesprochen und daraus ist dann die Idee entwachsen, ey, müssen wir dringend noch mal fahren, richtig Bock. Und da gehen wir auch als erstes jetzt mit euch hin. Haben gerade geparkt, sind in den Park rein und ich weiß noch nicht, ob die Positionierung vom Hotel, also hier drin macht die Sinn, aber draußen neben dem Haupteingang so versetzt, ist ein bisschen irritierend noch, aber es ist auch ein neues Bild, was man jetzt hier hat. Und ja, wir starten durch und nehmen euch mit und zeigen euch ein bisschen, was man hier so machen kann und was wir so machen und überhaupt.
Herrschaftszeiten, Leute. Danse Macabre von Intermin. Was eine geile Attraktion. Und Uschi hat das gerade ganz gut gesagt. So eine Weltklasse-Attraktion, die steht einfach in Europa, die steht in den Niederlanden so. Das ist wirklich verrückt. War jetzt für mich die erste Fahrt mit dem angepassten Fahrprogramm. Und ich finde, oder habe das so in Erinnerung, dass das ursprüngliche Fahrprogramm viel dynamischer war, mehr Action geboten hat, dass das jetzt so ein bisschen entschärft ist und vielleicht dadurch ein bisschen, ja, eine breitere Masse noch ansprechen kann. Aber nichtsdestotrotz ist das immer noch eine unfassbar starke Weltklasse-Attraktion, die so viel Potenzial hat und ich wirklich gespannt bin, was wir in den nächsten Jahren vielleicht dann noch an anderen Themen kriegen werden. 35 waren angeschlagen an Minuten an Wartezeit, es waren eher so 45, aber inzwischen ist die Sonne rausgekommen. Ja, aber krass, also Danse Macabre, wahnsinnig verrückte Attraktion. Wir sind jetzt gerade bei Baron vorbeigekommen, sind auch 35 Minuten angeschlagen. Heute ist echt richtig voll hier. Der Parkplatz war auch schon sehr gut gefüllt. Aber ich muss natürlich mal hier einen Blick auf diese kleine Baustelle werfen. Denn hier entstehen Zierer Family Drop Tower, die mit zum Baron-Thema dann gehören werden und dementsprechend auch gestaltet werden. Da freue ich mich schon drauf, weil es ist ein richtig cooles Fahrgeschäft von Zierer Rides und das in dem Thema mega nice. Und das Wetter ist auch gerade richtig cool. Haben wir echt sehr viel Glück. Hat gestern geregnet ohne Ende. Also wir fahren jetzt erstmal Baron nicht. 35 Minuten für den B&M Dive Coaster sind vollkommen in Ordnung, aber es ist jetzt kein Favorite Coaster Typ, vor allem nicht in der Größe, obwohl Baron natürlich unfassbar gut gestaltet ist und super geile Attraktion im Gesamten. Aber bei dem geilen Wetter, was wir jetzt gerade haben, was wirklich schön Aschermittwoch im Februar, mit Sonne jetzt in der kühlen Luft, fahren wir mal ein paar Code und gucken uns das Ganze hier von oben an und bringen euch ein paar schöne Shots jetzt von oben von Efteling mit. Es ist ja sehr voll heute, also kann man mal in den Shop gehen. Macht das nicht. Wir sind jetzt in der Nähe vom Märchenwald im Shop. Die Pagode habt ihr vielleicht schon mal bei mir in den Videos im Hintergrund gesehen. Wir können alle uns glücklich schätzen, dass Baron ausverkauft ist und auch Danse Macabre ausverkauft ist. Aber die Schiffschaukel nicht und das ist wirklich gefährlich. Da ich gerade keinen perfekten Platz habe, ist das gut. Aber guckt euch die mal an. Tschüss. Diese Schiffschaukel an, wie geil dieses Modell aussieht. Es gibt auch natürlich den Eingang, es gibt was aus den Märchen. Das ist unglaublich cooler Merchandise. Das ist richtig, richtig, richtig stark. Das holt mich komplett ab. Aber was auch gefährlich ist, sind Weihnachtsbaumdekorationen. Das war, glaube ich, vom Satzbau total falsch. Bei Fata Morgana sitzen, dann können wir das zeigen.
Da wir hier gerade in der wunderbaren Sonne kurz Platz genommen haben und ein Päuschen gemacht haben, möchte ich mal kurz erwähnt haben, da es da Unwissenheit allgemein in der Welt gibt, wie ich gerade erfahren habe. Der fliegende Holländer kann in der Wintersaison nicht gefahren werden. Das ist die Attraktion immer geschlossen und wird gewartet, so wie Piranha auch. Das ist ja das Rafting und der fliegende Holländer ist die Wasserachterbahn. Müsst ihr wissen, wenn ihr hier hinkommt und das fahren möchtet. Wir werden jetzt gleich rübergehen zu Joris en de Draak. 2 Holzachterbahnen, von denen nur eine Seite heute fährt. Und werden uns nicht duellieren, kein Rennen fahren, weil nur eine Seite fährt. Wie lange wir warten müssen, weiß man nicht. Bei Vogelrock stehen die Leute bis draußen. Symbolica hat 40 Minuten. Python möchte ich gar nicht erst fahren. Es ist heute wirklich extrem voll, vor allem für unter der Woche im Februar. Was ist falsch hier? Und die Sonne, die jetzt spontan noch rausgekommen ist, hat, glaube ich, auch viele Jahreskartenbesitzer aus ihren hinterletzten Löchern gelockt, die jetzt auch hier sind. Aber deswegen tingeln wir ein bisschen rum, machen ein bisschen entspannt und lassen uns die Sonne auf den Pelz scheinen, wie man so schön sagt. Peoples, wir haben sage und schreibe 56 Minuten gewartet bei Joris en de Draak. Die blaue Seite fährt nicht. Der Zug ist angebunden in der Schlussbremse, also hinter der Schlussbremse im Wartungsbereich. Der zweite Zug steht daneben. Ja, irgendwie, wenn es sich nicht duelliert, fehlt ein bisschen was. Und irgendwie kommt einem die Bahn länger vor, wenn man nicht so lange wartet. Aber trotzdem coole Bahn, letzte Reihe, macht richtig Spaß. Und ja, ist halt ein bisschen doof, wenn es jetzt so überraschend sehr voll im Park ist, dass dann auch nur eine Seite fährt. Ich glaube jetzt nicht, dass es 25 Minuten gewesen wären, wenn jetzt beide Seiten laufen, dann wären es wahrscheinlich 35 gewesen, weil dann mehr Leute sich dazu entscheiden, die Bahn zu fahren. Aber nichtsdestotrotz, Holzachterbahn, immer cool. Der Titan Track, richtig cool. Das ist ja von GCI, die haben diese Bahn gebaut. Die Stahlschiene, die man teilweise, ersatzweise hier aufgebracht hat, statt der Holzschiene. Und der Drache, gegen den wir ja gerade gekämpft haben, schreit hier auch so ein bisschen rum noch. Und wir gehen mal weiter und wahrscheinlich nach einem kleinen Pipi-Stop geht es zu Fata Morgana. Je vous en prie, Thomas, Irgendwo ist die Sonne, die ist super tief wieder, ist ja auch egal.
Aber da ist das Hotel. Dann drehe ich mich so um. Sieht man das überhaupt? Man weiß es nicht. Wir sind jetzt noch Fata Morgana gefahren, Viertelstunde angeschlagen. Da geht halt was durch. 1800 Personen pro Stunde kann dieser Towboat Dark Ride von Intermin aus dem Jahr 1979, wenn ich das richtig im Kopf habe, wenn nicht, habe ich es jetzt richtig eingeblendet oder ihr habt es in den Kommentaren korrigiert, wegschaufeln. Ja, cooler Ride, macht einfach Spaß, hat einen wohlduftenden Ausgangsshop und ein langer Boat Dark Ride, richtig cool. Man stelle sich nur vor, Efteling würde das mal irgendwie in das Jahr 2025 bringen. Ich glaube, das wird ziemlich viel wegblastern. Aber trotzdem voll geil, dass es sowas noch gibt, dass das immer noch Anklang hier findet. Und da sieht man ja auch, dann Karneval-Festival ist heute voll, alles voll. Und diese alten Dinger rocken immer noch. Also Dark Rides funktionieren halt nicht in allen Parks. Bei Efteling funktioniert es wunderbar und sehr, sehr gut sogar. Und das ist, glaube ich, sehr schön. Wir haben euch nicht ansatzweise irgendwie gezeigt, was man hier machen kann. Dazu gibt es 1 Milliarde Videos von uns, sogar schon hier auf dem Kanal. Wir sind jetzt eigentlich relativ schon durch. Die Sonne geht langsam unter. Das heißt, der Tag neigt sich langsam dem Ende. Und wir haben einfach einen sehr ausgiebigen Spaziergang gemacht durch krasse Landschaften und sind ab und zu mal ein Fahrgeschäft gefahren. Und haben euch einen ganz kleinen Mini-Vlog mitgebracht und einen ultra kleine Februar-Winterunterhaltung aus einem mitteleuropäischen Freizeitpark, der jeden Tag geöffnet hat. Also Efteling in den Niederlanden. Kommt mal rum, kommt nach uns, guckt euch das Ganze an. Ein einfach grandioser Freizeitpark mit tollen Achterbahnen, mit noch viel tolleren Dark Rides und einer Gesamtexperience, die sich sehen lassen kann.